Das heißt, man muss unterscheiden zwischen einem allgemeinen Workflow-System, oder dem Prozessmodell erstmal, und dann einem allgemeinen Workflow-System, in das man ein solches Prozessmodell reinladen kann, wie es zum Beispiel Signavio unterstützt, und in dem dann die automatisierten Abläufe unterstützt werden, das aber nur eingeschränkte betriebswirtschaftliche Funktionen hat, weil es zum Beispiel keine Lieferantenrechnungen und keine Organisationsstruktur an sich unterstützen kann. Als PDF Lieferantenrechnungen ja, aber natürlich kann man da nicht hinterlegen, welche Steuern und was weiß ich. Und einem Cloud-ERP-System, in dem alle betriebswirtschaftlichen Funktionen drin sind und auch das Business Task Management, also Geschäftsaufgabenmanagement, was gleich mit der Betriebswirtschaft sehr stark integriert ist, wo man dann die Workflow-Regeln zum Beispiel direkt in dem ERP-System konfigurieren kann. Also das war jetzt mal ein Schnelldurchlauf durch das Thema Workflow-Management. Ich glaube, dass es für viele, die das gehört haben, neu ist, zu erfahren, dass ein Cloud-ERP-System wie SAP Business ByDesign tatsächlich auch ein Workflow-System enthält und dass es natürlich auch gewisse Vorteile hat. Ja? Im Vergleich jetzt zu den üblichen Workflow-Systemen, die ja immer nur eine eingeschränkte betriebswirtschaftliche Funktionalität haben. Bedeutet das, dass die üblichen Workflow-Systeme nicht sinnvoll oder nutzlos sind? Nein, das bedeutet es nicht. Das hängt immer von dem Einsatzbereich ab. Wenn man also schnell dazu kommen möchte, irgendwelche Workflows auszuführen, ohne groß ein ERP-System einzuführen oder sonst irgendwas, mit einfachen Mitteln und einfachen Möglichkeiten, dann ist so ein Workflow-System wie zum Beispiel von Signavio gut. Ja? Dann kann man das eben kaufen und schnell konfigurieren, modellieren und dann damit arbeiten. Aber wenn man natürlich fortgeschrittene betriebswirtschaftliche Funktionen braucht, dann braucht man schon ein modernes Cloud-ERP-System von SAP wohlgemerkt. Ja? Denn nicht alle können das. Also nicht alle ERP-Systeme der Welt können sowas. Denn es ist eine der besonderen Innovationen. Es gibt ja zahlreiche besondere Innovationen bei SAP Business ByDesign und SAP S/4HANA. Ja, gibt ja auch zahlreiche Patente und so weiter und so fort. Das dann auch mitgeliefert wird, aber nur, wenn es von SAP kommt. Ja, deswegen ist es ja auch ein guter Grund, warum der Name SAP so bekannt ist und SAP Weltmarktführer ist. Da stecken viele Innovationen drin, die die meisten Leute überhaupt nicht kennen. Ja? Und deswegen war es auch mal nett, dass man das mal heute mal ein bisschen so erzählen konnte, um dafür auch ein bisschen Werbung zu machen, weil es ist ja auch schließlich eine tolle Funktion, die auch sehr gerne genutzt wird. Ja, wenn Sie sich darüber noch ein bisschen genauer informieren möchten, dann treffen Sie uns bei events.adapro.eu. Link unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf Sie.